Die TWS-Profis von Linksbroker Gerald und Dominik bringen dir heute das Probability Lab näher. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse & Co. einfach erklärt und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Vielen Dank, Nicola, für die Einleitung. Herzlich willkommen auch an Sie zu Hause, verehrte Zuschauer, zu diesem neuen Video von Linksbroker. In dieser Reihe werden wir Ihnen nach und nach praktische Tools aus der Trader Workstation vorstellen, auch Strategien zur Umsetzung. Und heute haben wir ein Tool ausgewählt, das vielen von Ihnen da draußen vielleicht noch nicht so geläufig ist, aus dem Sie allerdings sehr wertvolle Erkenntnisse für den Optionshandel ziehen können. Heute geht es ganz konkret um das Probability Lab. Und bevor wir da direkt einsteigen, erklären wir kurz, was das Tool überhaupt macht und wofür es nützlich sein kann. Genau. Das Tool ist an sich recht simpel. Es analysiert die Preise am Markt, die Optionspreise am Markt. Okay, und aus den Optionspreisen kann man ableiten, welche Kursbereiche der Markt für mehr oder weniger wahrscheinlich hält? Ganz genau. Wenn wir uns das angucken und die Optionsserien für Puts, das heißt, wenn die Preise für die Verkaufsoptionen steigen, dann erwartet der breite Markt eher ein fallendes Kursniveau. Und wenn die Preise für Call-Optionen steigen, dann rechnet der Markt tendenziell immer mit Kursanstieg. Exakt. Ja, und damit es ein bisschen konkreter wird, Dominik, schlage ich vor, wir gucken uns das mal in der TWS an. Rein in die Plattform. Let's go. Okay, dann öffnen wir direkt einmal das Probability Lab, welches wir im Classic Trading über den Reiter Trading Tools finden. Da gibt es bei den Optionstools den entsprechenden Reiter. Genau, und hier finden wir auch gleich das Strategy Lab und den Option Trader. Diese beiden Tools haben wir in vorangegangenen Videos vorgestellt. Schauen Sie gerne mal rein, bestimmt auch interessant für Sie. Genau. Ja, und das Probability Lab können wir auf zwei Wegen öffnen. Einmal als neues Fenster, aber wenn wir wollen, dass es sich auch direkt wieder öffnet, wenn wir die Plattform neu starten, können wir das auch als neue Registerkarte hinzufügen. Dann öffnet es sich hier unten und wir können direkt den Basiswert eingeben, für welchen wir die Wahrscheinlichkeitsverteilung sehen wollen. Ich schlage als Beispiel hier einen breit gestreuten ETF vor für den SPY. Genau, größter ETF der Welt, stellt den S&P 500 dar. Besonders beliebt bei Tradern, weil sehr liquide und mehrere Verfallstermine pro Woche stehen zur Verfügung zum Handel. Ja, dann sehen wir hier oben auch schon den Kurs des Underlyings und wir sehen hier die entsprechende Wahrscheinlichkeitsverteilung. Noch ein wichtiger Hinweis, freut sich unser Legal Department. Dieses Beispiel dient lediglich zur Illustration. Das ist keine Handelsempfehlung. Genau, das ist ganz wichtig. Also das Probability Lab, wie vorhin kurz angerissen, nimmt die Preisstruktur der Optionsserien am Markt, ja, das heißt, wie teuer sind die Calls und die Verkaufsoptionen, die Puts, und bildet daraus diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wir sehen, in der Mitte recht hoch und an den Rändern die Kursniveaus, denen eher eine geringe Wahrscheinlichkeit beigemessen wird. Genau, man kann eben auch direkt sehen, ob der Markt eher einen ruhigen Kursverlauf erwartet, sieht man dann an einer eher schmaleren Kurve, oder ob er mit größeren Kursbewegungen rechnet. Genau, dann würde die Kurve halt einfach breiter werden, ja, weil wir mit stärkeren Schwankungen oder der Markt stärkere Schwankungen erwartet. Mhm. Größere Bewegung heißt hier ganz konkret stärkere Ausschläge nach oben, ja, oder halt auch nach unten. Also eine höhere erwartete Volatilität des Basiswerts. Okay. Und das Besondere hierbei ist, dass sich diese Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht auf Meinungen oder Prognosen stützt, sondern sie ergibt sich aus den tatsächlich am Markt gehandelten Optionspreisen. Genau, das ist auch so hilfreich an diesem Tool. Man sieht auf einen Blick, wo der Markt die Zukunft, also die zukünftige Preisentwicklung des SPY sieht. Und man kann eben die eigene Meinung auch mit der Marktmeinung vergleichen. Exakt, ja. Die Kurve stellt also die Wahrscheinlichkeitsverteilung dar, ja, die der Markt aus den Optionspreisen erwartet. Ja, auf der horizontalen sehen wir hier das Kursniveau. Ja, das schwankt hier zwischen 630 auf der linken Seite bis 690. Und das sieht man auf der horizontalen, und auf der vertikalen sieht man dann die Wahrscheinlichkeiten, die der Markt den einzelnen Kursniveaus zuspricht. Mhm. Und der höchste Punkt der Kurve ist eben der Bereich, den der Markt zum Verfallstermin am wahrscheinlichsten sieht. Wir haben hier auf der horizontalen auch so kleine Prozentzahlen. Das sind die kumulierten Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Niveaus. So kann man recht schnell sagen, der Markt sieht den Kurs mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit unterhalb oder oberhalb eines Niveaus. Genau. Und wir sehen ja noch eine recht kleine Preisspanne. Die Range ist dann nur ungefähr $60 breit. Warum? Wir haben hier auch nur einen kleinen Zeithorizont gewählt. Das hat also einen ganz wichtigen Einfluss. Hier sind nur noch ein paar Tage bis zum Verfall. Wenn wir hier variieren und gehen zum Beispiel auf den Standardverfall im Dezember, dann sieht man sofort, Aus, ne? Ja, der ist der Bereich viel, viel, viel breiter, den der Markt eben dort für möglich hält. Ganz einfach, ne? Mehr Zeit, mehr Unsicherheit. Da sind so viele Faktoren im Spiel, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so antizipieren kann. genau, ja.
Das Probability Lab stellt außerdem immer 2 Kurven dar. Sie sehen hier blau umrandet oben. Das ist also die Markteinschätzung. Das Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit dieser Kanal schnell weiter wachsen kann. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare da lässt und den Thanks-Button ausprobierst. Herzlichen Dank! Ja? Das heißt, was der Markt aus den Optionspreisen ableitet für ein wahrscheinliches Kursniveau. Mhm. Und man kann selbst Ja, man kann selbst eben auch nochmal seine eigene Kurve kreieren. Ich kann hier einfach per Drag and Drop die Kurve einmal verschieben, ja, und meine eigene Wahrscheinlichkeitsverteilung erstellen, indem ich auch eigenen oder einzelnen Kursniveaus eine höhere Wahrscheinlichkeit beimesse. Das kann ich hier einfach verschieben und dann sehe ich hier eben eine Gegenüberstellung meiner Prognose und der Erwartung des Marktes. Genau. Und die anderen Balken werden automatisch angepasst. In Addition muss es wieder 1 ergeben, also 100%. Und so lässt sich sehr transparent auf einen Blick sehen, wo die eigene Markterwartung ist und die Preiserwartung des Marktes. Genau. Richtig, genau. Ja, der Vorteil daran, man sieht eben direkt, wie stark weicht man ab, weil man muss sich immer bewusst sein, jede Abweichung, die man hier eben in die Kurve einbringt, bedeutet, dass man bewusst eine andere Annahme trifft als der breite Markt. Genau, muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Mhm. Bin ich konform mit der Erwartung der Majorität der Marktteilnehmer oder sage ich bewusst, ich habe ein anderes Kursniveau vor Augen, ja, und stelle mich dagegen? Exakt, ne? Wir gehen das Ganze jetzt mal direkt mit einem praktischen Beispiel durch. Ich setze hier erstmal die Kurve zurück. Das war nur exemplarisch. Und wir gehen in dem Beispiel auch jetzt einfach mal davon aus, dass bis zum 19. Dezember, das ist hier noch ausgewählt, der Kurs etwas sinkt. Also wir halten niedrigere Kursniveaus für wahrscheinlicher. Ich verschiebe einfach mal die gesamte Kurve etwas nach unten. Ja. Das heißt, wir erwarten jetzt ein leicht geringeres Kursniveau bis zum Verfallstermin. Deswegen ist die rote Kurve unsere also ein bisschen links, beim geringeren Kursniveau. Ja? Und rechts die Marktmeinung in blau dargestellt. Richtig, ne? Das sind die beiden Kurven. Und jetzt kann ich hier auch Strategien erstellen lassen vom System. Genau, das ist ganz praktisch bei diesem Tool. Ja, der praktische Aspekt ist immer ganz wichtig. Wir können jetzt also gucken, das System schlägt uns Strategien vor, wie wir auf das von uns erwartete Kursniveau wetten können. Also das heißt, mit welchen Optionen oder Optionsstrategien können wir Profit schlagen, wenn wirklich unsere Markterwartung aufgeht. Okay. Dafür haben wir nämlich so einen Button hier auf der rechten Seite, Strategie erstellen, ne? Man kann ja auch einstellen, wie viele Bestandteile in den Kombinationen enthalten sein dürfen, die uns das System hier präsentiert. Von 1 bis 4 kann man das hier auswählen. Wir bleiben für das Beispiel mal bei 2 Bestandteilen und klicken auf Strategie erstellen. Und das System schlägt uns jetzt hier ein paar unterschiedliche Bear-Put-Spreads vor. Also ja, Optionsstrategien bestehend aus 2 Komponenten. Wir kaufen den Put mit dem höheren Basispreis, den teureren, und verkaufen den mit dem niedrigeren. Heißt, wir geben zur Positionseröffnung Geld aus. Wir sprechen also von einem sogenannten Debit Spread. Genau, das ist im Kontrast zu unserem Beispiel aus dem Option Trader hier eine Strategie, also auch ein Vertical Spread, aber Sie merken schon, der Name Bear Put suggeriert, es geht auf fallende Kurse. Wir hatten damals den Bull Put, wo wir auf stagnierende oder steigende Kurse gesetzt haben. Ja? Und wenn uns diese Strategie interessiert, einer der vorgeschlagenen 3 Bear Puts, können wir dort direkt wichtige Parameter ablesen. Das ist hier recht klein, aber das ist ein guter Hinweis, wie wir es mit unseren Trainees machen in der Einarbeitung. Ja, was wollen wir im theoretischen Raum bleiben? Bitte loggen Sie sich direkt in Ihre TWS ein, öffnen Sie die auf dem anderen Bildschirm, ja, oder verkleinert daneben und gucken sich diese Zahlen mal direkt an. Was ist die Gewinnwahrscheinlichkeit, die maximale Rendite oder auch der maximale Verlust, den diese Strategie bringen kann? Genau, da profitieren Sie auf jeden Fall von einem deutlich größeren Lerneffekt, ne? Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Hier sehen wir ein paar Kennzahlen zu den einzelnen Strategien und können hier vorne eben die von uns gewünschte auswählen. Ja, und dann haben wir eben hier unten auch diese detaillierte Strategie-Performance, wo man auch anschaulich sieht, wie sich unser Gewinn oder Verlust eben in Abhängigkeit von der Markterwartung eben präsentiert. Genau. Sie sehen auch diese rote Kurve unten im unteren Drittel, die ist quasi gespiegelt von oben, von unserer Markterwartung. Und wir sehen auch, wie groß ist der Bereich, in dem wir einen Gewinn erzielen können. Ja, und dann können wir prüfen, passt diese vorgeschlagene Strategie wirklich zu unserer Markterwartung? Ja? Und passt das auch ja, zu dem Risiko, was wir bereit sind einzugehen? Genau. Deswegen ist dieser Teil des Probability Labs eben hier auch so hilfreich, ne?
Ja. Im nächsten Schritt können wir das Order-Ticket öffnen, wenn wir handeln wollen, aber das ist uns jetzt gar nicht so wichtig. Für unser Video war vielmehr darum, ging es uns vielmehr darum zu zeigen, wie kann man sauber Ideen von unserer Markterwartung ableiten. Und analysieren. Exakt. Zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis für Sie, liebe Zuschauer. Probability Lab ist keine Prognosemaschine. Keine Garantie, keine Sicherheit, wie sich die Kurse entwickeln werden. Was ist es vielmehr? Ja, vielmehr zeigt, was der Markt aktuell für wahrscheinlich und weniger wahrscheinlich hält, basierend auf den aktuellen Optionspreisen. Wohlgemerkt, diese Einschätzungen können sich aber jederzeit ändern. Exakt. Und der wahre Nutzen liegt deshalb bei diesem Tool nicht im Vorhersagen, sondern vielmehr im Verstehen von Wahrscheinlichkeiten und Risiken. Ja? Und wenn Sie das Lab richtig nutzen, dann kann es Ihnen helfen bei der Orientierung, kann Ihnen dabei helfen, noch klüger einzuschätzen, wie man sich im Markt positioniert. Und das schließt sich an das Fazit aus unseren vergangenen Videos an. Weniger aufs Bauchgefühl hören, noch bessere, noch fundiertere Entscheidungen treffen, wenn man die Tools nutzt, die diese Plattform, die Sie vor sich haben, richtig anwenden. Genau. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Videos. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das Probability Lab heute ein bisschen schmackhaft machen und Sie probieren es fleißig in Ihrem eigenen Demokonto oder auch im Echtgeldkonto aus. Sehr gerne. Und dann bleibt noch ein Aspekt übrig, und zwar bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Lassen Sie uns gerne ein Like da. Geben Sie auch gerne einen Kommentar ab, was Ihnen gefallen hat oder vielleicht sogar, was Sie sich für die nächsten Videos von Linksbroker wünschen. Genau. In dem Sinne verbleiben wir wie immer. Märkte schwanken. Wissen bleibt. Vielen Dank.